Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den trockenen Weiten des heutigen Iran liegen die Gebeine einer Stadt, die einst das Herz eines Weltreichs war. Steinerne Säulen greifen wie knochige Finger in den Himmel und die Reliefs flüstern von einer Pracht, die in einer einzigen Nacht aus Feuer und Rachedurst ausgelöscht wurde. Wir sprechen von Persepolis. Doch war es wirklich nur ein betrunkener Akt der Zerstörung durch Alexander den Großen? Oder verbirgt sich in der Asche eine tiefere, komplexere Wahrheit über den Zusammenprall zweier Welten? Guten Abend. In der Stille der Nacht, wenn die Welt zur Ruhe kommt, lade ich Sie ein, mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit zu gehen. Wir reisen in das Herz eines der größten Reiche, das die Welt je gesehen hat, zu einer Stadt, die aus einem Traum geboren und durch Feuer zerstört wurde. Dies ist die Geschichte von Persepolis. Unsere Erzählung beginnt um das Jahr 518 vor Christus. Ein Mann, Dareios der Große, hat nach einer Zeit des Aufruhrs und des Bürgerkriegs den Thron des persischen Achämenidenreichs bestiegen. Sein Reich ist gewaltig, es erstreckt sich von den Ufern des Indus bis zur Ägäis, von den Steppen Zentralasiens bis nach Ägypten. Doch ein so riesiges Gebilde aus Völkern, Sprachen und Kulturen zusammenzuhalten, erfordert mehr als nur militärische Macht. Es erfordert eine Idee, ein Symbol, das die Einheit und die göttliche Bestimmung des Imperiums verkörpert. Dareios Vorgänger, Kyros der Große, hatte Pasargadai als seine Hauptstadt gegründet. Doch Dareios benötigte etwas Neues, etwas, das unmissverständlich seine eigene Handschrift trug und die Ideologie seiner Herrschaft in Stein meißelte. Er wählte einen Ort von erhabener Schönheit und strategischer Bedeutung. Eine weite Ebene am Fuße des Ku'e-Ramat, des Berges der Barmherzigkeit, in der persischen Kernprovinz Parsa. Hier, auf einer künstlich aufgeschütteten und in den Fels gehauenen Terrasse von über 125.000 Quadratmetern, sollte seine Vision Gestalt annehmen. Persepolis, oder Parsa, wie die Perser sie nannten, war von Anfang an nicht als Verwaltungszentrum konzipiert. Die Bürokratie des Reiches wurde von Städten wie Susa, Babylon und Ekbatana ausgelenkt. Parsa sollte etwas anderes sein. Eine zeremonielle Hauptstadt, eine Bühne für die Majestät des Königs der Könige. Es sollte ein Ort sein, an dem die kosmische Ordnung, die von der obersten Gottheit Ahura Mazda gewährt wurde, auf Erden sichtbar gemacht wurde. Jeder Stein, jede Säule, jedes Relief sollte eine Botschaft aussenden. Die Botschaft von einer gerechten, gottgewollten Herrschaft über eine Welt in Harmonie. Der Bau begann nicht mit einem einzelnen Gebäude, sondern mit der Errichtung der gewaltigen Terrasse selbst, einem Fundament, das nicht nur Paläste tragen, sondern auch die Ewigkeit überdauern sollte. Es war der Beginn eines architektonischen Meisterwerks, das die Macht und den Reichtum des persischen Weltreichs für alle Zeiten manifestieren sollte. Um die Seele von Persepolis zu verstehen, müssen wir uns von der modernen Vorstellung einer Hauptstadt lösen. Parsa war kein London, kein Rom, kein Washington DC des Altertums. Es war kein Ort des alltäglichen Regierens, kein pulsierendes Handelszentrum, das von den Massen bevölkert wurde. Seine Bedeutung war tiefer, symbolischer und an einen ganz bestimmten Rhythmus im Kalender des Imperiums gebunden.
Die wahre Funktion von Parsa entfaltete sich einmal im Jahr, zur Zeit des Nowruz, des persischen Neujahrsfestes. Gefeiert an der Frühlingstag- und Nachtgleiche, symbolisierte Nowruz die Wiedergeburt der Natur, den Sieg des Lichts über die Dunkelheit und die Erneuerung des kosmischen Zyklus. Für das Achämenidenreich war es der wichtigste Moment des Jahres, ein Ereignis, bei dem die ideologischen Grundlagen der Herrschaft erneuert und zelebriert wurden. Aus allen 23 Satrapien, den Provinzen des Reiches, reisten Delegationen nach Parsa. Sie kamen aus Äthiopien und Indien, aus Lydien und Baktrien, aus Ägypten und Ionien. Sie brachten nicht nur Tribute, sondern auch ihre Loyalität und ihre Anerkennung der persischen Oberhoheit mit. Die Stadt war die Bühne für dieses großartige Schauspiel der imperialen Einheit. Stellen Sie sich die Prozessionen vor, die die monumentalen Treppen zur Terrasse hinaufstiegen. Die Gesandten durchschritten das gewaltige Tor aller Völker, bewacht von riesigen, geflügelten Stieren mit Menschenköpfen, den Lamassu, einem Erbe der assyrischen Kunst. Ihr Weg führte sie zur großen Audienzhalle der Apadana, wo sie vor den König der Könige traten. Dieser Akt war mehr als nur eine steuerliche Verpflichtung. Es war ein heiliges Ritual, das die Struktur des Universums widerspiegelte. Das Zentrum, der König, empfing die Gaben und die Ehrerbietung der Peripherie und garantierte im Gegenzug Ordnung, Frieden und Gerechtigkeit. Die Pax Persica. Persepolis war somit das Herz des Reiches, aber ein Herz, das nur zu besonderen Anlässen in vollem Takt schlug. Es war ein heiliger Bezirk, eine Art Vatikan des Zoroastrismus, kombiniert mit der zeremoniellen Pracht eines imperialen Hofes. Die Architektur selbst, mit ihren hochaufragenden Säulen, die den Himmel zu stützen schienen, und den weitläufigen Hallen, war darauf ausgelegt, den Besucher mit Ehrfurcht zu erfüllen. Sie sollte ihm seine Position im großen Gefüge des Reiches vor Augen führen, ein Teil eines geordneten, harmonischen und unermesslich mächtigen Ganzen. Wenn wir heute durch die Ruinen von Persepolis gehen, sind es vor allem die steinernen Reliefs, die zu uns sprechen. Und kein Ort erzählt die Geschichte des persischen Imperiums eindringlicher als die monumentalen Treppenaufgänge, die zur Apadana, der großen Audienzhalle, führen. Diese Reliefs sind kein bloßer Schmuck. Sie sind ein politisches Manifest, ein in Stein gemeißeltes Soziogramm des Achämenidenreichs, das die Zeit überdauert hat. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Gesandter aus einer fernen Provinz, der diese Treppe zum ersten Mal hinaufsteigt. Was Sie sehen, ist eine endlose Prozession, die Ihr eigenes Spiegelbild zu sein scheint, für die Ewigkeit festgehalten. Auf den Reliefs sind 23 Delegationen aus den unterworfenen Völkern dargestellt, jede sorgfältig durch ihre Kleidung, ihre Frisuren und die Geschenke, die sie darbringen, charakterisiert. Hier schreiten die Äthiopier, kenntlich an ihren krausen Haaren, und führen ein Okapi und bringen einen Elefantenstoßzahn. Dort die Skythen mit ihren typischen spitzen Mützen, die ein Pferd und kostbare Armreife präsentieren. Wir sehen Armenier mit einem edlen Hengst, Babylonier mit Schalen und Stoffballen und Lydier, die kunstvoll verzierte Gefäße und Streitwagen herbeibringen. Das Bemerkenswerteste an dieser Darstellung ist jedoch die Atmosphäre. Anders als in der assyrischen oder römischen Kunst, die oft brutale Szenen der Unterwerfung, der Versklavung und der Erniedrigung von Feinden zeigt, herrscht hier eine Stimmung der Würde und des geordneten Miteinanders. Die Gesandten gehen aufrecht und ohne Fesseln.
Sie werden von persischen oder medischen Hofbeamten an der Hand geführt, eine Geste, die eher auf Führung und Kameradschaft hindeutet, als auf Zwang. Die persischen Wachen sind präsent, ihre Speere stehen auf dem Boden, eine Haltung der Bereitschaft, nicht der Aggression. Die Botschaft ist subtil, aber unmissverständlich. Dies ist kein Reich, das allein auf Furcht und Gewalt basiert. Es ist ein universeller Staat, in dem jedes Volk seinen Platz und seine Identität behält und freiwillig zum Wohl des Ganzen beiträgt. Es ist eine meisterhafte Propaganda, die ein Idealbild des Imperiums entwirft. Eine harmonische Gemeinschaft der Nationen unter der weisen und gerechten Führung des persischen Großkönigs. Die Apadana-Treppe war somit nicht nur ein Aufgang, sondern die erste und wichtigste Lektion in achämenidischer Staatsphilosophie. Lange bevor das Feuer kam, sprach der Stein von Persepolis eine eigene, machtvolle Sprache. Die Kunst der Achämeniden, wie sie sich in den endlosen Reliefs der Paläste manifestiert, war kein reiner Schmuck, sie war ein sorgfältig komponiertes politisches Manifest, eine Form subtiler, aber unmissverständlicher Propaganda. Wenn wir die monumentalen Treppenaufgänge zur Audienzhalle der Apadana betrachten, sehen wir eine Vision des Reiches, wie der König es gesehen werden wollte. Anders als die brutalen Darstellungen assyrischer oder babylonischer Könige, die ihre Feinde pfählen oder niedertrampeln, finden wir in Persepolis keine einzige Szene der Gewalt oder des Krieges. Stattdessen entfaltet sich ein majestätischer, friedlicher Festzug. 23 Delegationen aus allen Teilen des riesigen Reiches bringen dem Großkönig ihre Tribute dar. Jede Gruppe ist mit unglaublicher ethnografischer Genauigkeit dargestellt: Lyder mit ihren charakteristischen Hüten, Äthiopier, die ein Okapi führen, Skythen in ihren spitzen Mützen, Babylonier mit ihren Schalen. Dies war keine Darstellung von unterworfenen Sklaven. Die Figuren schreiten würdevoll, ihre Haltung ist entspannt, oft lächeln sie sogar. Die Botschaft ist klar: Dies ist keine Tyrannei, die auf Furcht basiert, sondern ein harmonisches Commonwealth verschiedener Völker, die freiwillig und stolz ihren Beitrag zum Wohl des Ganzen leisten. Der König selbst wird als ruhender Pol dieser Ordnung dargestellt. Er ist oft größer als die anderen Figuren, aber seine Geste ist eine des Empfangens, nicht des Forderns. Er ist der Garant für den kosmischen Frieden, den Pax Persica. Selbst die Tiersymbolik, wie der wiederkehrende Kampf zwischen einem Löwen und einem Stier, wird oft als Darstellung der kosmischen Ordnung interpretiert. Vielleicht der Sieg des Sommers über den Winter oder der königlichen Macht über das ursprüngliche Chaos. Diese Kunst richtete sich an eine elitäre Zielgruppe: ausländische Gesandte, persische Adlige und Satrapen, die zu den großen Festen wie dem Neujahrsfest Nowruz nach Persepolis kamen. Ihnen wurde ein idealisiertes Bild des Reiches präsentiert: stabil, wohlhabend und gerecht. Es war eine visuelle Untermauerung der königlichen Ideologie, in Stein gemeißelt für die Ewigkeit. Während Persepolis in seiner zeremoniellen Pracht erstrahlte, zog am westlichen Horizont ein Sturm auf. Er kam aus einem Land, das die meisten Perser, wenn überhaupt, nur als eine unbedeutende, halbbarbarische Randregion der griechischen Welt kannten: Makedonien. Jahrhundertelang war Makedonien ein zersplittertes Königreich gewesen, dessen Könige um die Loyalität rivalisierender Bergstämme kämpfen mussten. Von den kultivierten Stadtstaaten des Südens, wie Athen und Sparta,
wurden die Makedonier mit einer Mischung aus Verachtung und Misstrauen betrachtet. Doch in der Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus betrat ein Mann die Bühne, der alles verändern sollte: Philipp II. Philipp war ein Visionär von rücksichtsloser Energie und strategischer Brillanz. Er erkannte das militärische Potenzial seines Volkes und reformierte die Armee von Grund auf. Er schuf die makedonische Phalanx, eine Infanterieformation, die mit der furchterregenden Zarissa bewaffnet war, einer über 5 Meter langen Pike, die feindliche Linien auf Distanz hielt. An ihre Seite stellte er die schlagkräftige adlige Reiterei, die Hetairenreiterei. Diese kombinierte Streitmacht war disziplinierter, professioneller und tödlicher als alles, was Griechenland bisher gesehen hatte. Mit dieser neuen Militärmaschine unterwarf Philipp zunächst die rivalisierenden Stämme Makedoniens und sicherte seine Grenzen. Dann richtete er seinen Blick nach Süden. Durch eine meisterhafte Mischung aus Diplomatie, Bestechung und Krieg zwang er die zerstrittenen griechischen Poleis unter seine Hegemonie. Die Schlacht von Chaironeia im Jahr 331 vor Christus, in der sein jugendlicher Sohn Alexander erstmals das Kommando über die Reiterei führte, besiegelte das Schicksal der griechischen Unabhängigkeit. Doch Philipps Ambitionen waren größer. Er schuf den Korinthischen Bund und präsentierte sich nicht als Eroberer, sondern als Einiger der Hellenen. Sein nächstes Ziel: ein panhellenischer Rachefeldzug gegen das Perserreich, um die Schmach der Invasionen des Xerxes ein Jahrhundert zuvor zu tilgen. Es war ein genialer politischer Schachzug, der die Griechen auf ein gemeinsames Ziel einschwor. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, als Philipp im Jahr 336 ermordet wurde. Das gewaltige Unternehmen, die Konfrontation zwischen West und Ost, lag nun in den Händen seines 20-jährigen Sohnes Alexander. Wer war der Mann, der den Brand nach Persepolis trug? Alexander III. Von Makedonien ist eine der faszinierendsten und widersprüchlichsten Figuren der Weltgeschichte. Er war mehr als nur ein Eroberer. Er war ein Phänomen, eine Naturgewalt, die über die antike Welt hinwegfegte. Seine Erziehung durch den Philosophen Aristoteles hatte ihm eine tiefe Wertschätzung für die griechische Kultur, Wissenschaft und Dichtkunst vermittelt. Gleichzeitig besaß er eine fast übermenschliche Energie und einen unstillbaren Ehrgeiz, der von den homerischen Helden, insbesondere von seinem angeblichen Vorfahren Achill, inspiriert war. Von dem Moment an, als er den Thron bestieg, handelte er mit blitzartiger Geschwindigkeit. Er zerschlug Aufstände in Griechenland, überquerte den Hellespont und begann seinen Feldzug gegen das größte Reich der damaligen Welt. Seine militärische Genialität ist unbestreitbar. In den Schlachten am Granikos, bei Issos und entscheidend bei Gaugamela demontierte er die persische Militärmacht mit kühnen Taktiken, perfektem Timing und seinem unerschütterlichen Mut, seine Truppen von der vordersten Front aus anzuführen. Doch hinter dem brillanten Feldherrn verbarg sich eine komplexe und zunehmend dunklere Persönlichkeit. Er war getrieben von dem, was die Griechen Potos nannten, ein tiefes, unerklärliches Verlangen nach dem Fernen, dem Unbekannten, dem Göttlichen. Dieser Antrieb führte ihn bis an die Grenzen der bekannten Welt, trieb ihn aber auch zu Taten von extremer Grausamkeit, wie der vollständigen Zerstörung der Stadt Theben als Warnung an andere. Mit jedem Sieg wuchs seine Selbstwahrnehmung. Er begann sich nicht mehr nur als makedonischer König und Hegemon der Griechen zu sehen, sondern als Nachfolger der achämenidischen Großkönige. Er übernahm persische Hofzeremonien und Kleidung und forderte die Proskynese,
die rituelle Niederwerfung, was seine makedonischen Gefährten zutiefst befremdete. Er träumte von einer Verschmelzung der Kulturen, gründete Städte, die seinen Namen trugen, und förderte Ehen zwischen seinen Soldaten und persischen Frauen. Gleichzeitig war er anfällig für Wutausbrüche und Paranoia, die durch exzessiven Alkoholkonsum noch verstärkt wurden. In einem solchen Anfall ermordete er seinen Freund Kleitos, der sein Leben gerettet hatte. Alexander war ein Schöpfer und ein Zerstörer, ein Philosoph auf dem Thron und ein getriebener Krieger. Diese innere Zerrissenheit, dieser Konflikt zwischen Bewunderung und Eroberungswillen, sollte in den Hallen von Persepolis ihren tragischsten Ausdruck finden. Für das Persische Reich, das Achämenidenreich, war die Ankunft Alexanders mehr als nur eine militärische Bedrohung. Es war eine Erschütterung des kosmischen Gleichgewichts. Stellen wir uns die Nachricht vor, wie sie langsam durch das effiziente Straßensystem des Imperiums nach Susa und Persepolis sickert. Ein junger makedonischer König hat den Hellespont überquert. Anfangs mag dies als eine weitere der üblichen Grenzscharmützel mit den unruhigen Griechen abgetan worden sein. Doch die Schlacht am Granikosfluss war ein erster, schockierender Weckruf. Ein Satrap war gefallen, eine ganze Armee vernichtet. Dennoch war das Reich riesig, seine Ressourcen schienen unerschöpflich. Dareios III., der Großkönig, war kein unerfahrener Herrscher. Er hatte sich seinen Thron durch Mut und politisches Geschick gesichert. Seine Reaktion war maßvoll und entsprach der persischen Militärdoktrin. Er würde eine überwältigende Streitmacht aus dem Herzen des Reiches zusammenziehen, um diese Bedrohung ein für allemal zu vernichten. Die Schlacht bei Issos war der nächste Wendepunkt. Hier führte Dareios seine Truppen persönlich an und erlitt eine demütigende Niederlage. Noch schlimmer war der Verlust seiner Familie, seiner Mutter, seiner Frau und seiner Töchter, die in Alexanders Hände fielen. Dies war nicht nur eine persönliche Tragödie, sondern ein katastrophaler politischer Schlag. Der Großkönig, Beschützer seiner Familie und seines Volkes, hatte versagt. Alexanders Behandlung der königlichen Frauen, respektvoll und ehrenhaft, war ein meisterhafter psychologischer Schachzug, der ihn in den Augen vieler als mehr als nur einen barbarischen Invasoren erscheinen ließ. Aus persischer Sicht war Alexanders Vormarsch unbegreiflich schnell. Die traditionelle Strategie, Raum gegen Zeit zu tauschen und einen Feind tief ins eigene Territorium zu locken, um seine Versorgungslinien zu überdehnen, funktionierte nicht. Alexander lebte vom Land und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit, die die persische Befehlskette überforderte. Während Alexander die Küstenstädte Phöniziens und Ägyptens sicherte, begann für Dareios ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit. Er zog sich tief ins Innere des Reiches zurück, nach Mesopotamien, um eine letzte gewaltige Armee zu sammeln. Aus Baktrien, Sogdin, Indien und allen Ecken des Imperiums strömten Truppen herbei. Es war die letzte große Anstrengung, die Ordnung wiederherzustellen und den Eindringling zurückzuwerfen, der die Grundfesten ihrer Welt bedrohte. Wir stehen nun auf einer weiten, flachen Ebene nahe dem Dorf Gaugamela. Es ist der 1. Oktober 331 vor Christus. Die Luft ist erfüllt vom Murmeln zehntausender Stimmen, dem Wiehern von Pferden und dem metallischen Klirren von Waffen. Dareios III. Hat diesen Ort sorgfältig ausgewählt. Er ließ das Gelände einebnen, um den vollen Vorteil seiner Streitwagen mit den furchterregenden Sensenklingen und seiner zahlenmäßig weit überlegenen Kavallerie auszuspielen. Seine Armee war ein Kaleidoskop der Völker seines Reiches: persische Unsterbliche, skythische Reiter, griechische Söldner
sogar Kriegselefanten aus Indien. Die Zahlen sind umstritten, aber er befehligte eine der größten Armeen, die die antike Welt je gesehen hatte. Ihm gegenüber stand Alexander mit seiner kampferprobten, aber deutlich kleineren makedonischen und griechischen Streitmacht. Was ihnen an Zahl fehlte, machten sie durch Disziplin, Erfahrung und das militärische Genie ihres Anführers wett. Die Schlacht begann nicht mit einem direkten Frontalangriff. Alexander, der die Gefahr erkannte, von der persischen Linie umschlossen zu werden, führte seinen rechten Flügel in einer ungewöhnlichen, schrägen Formation vorwärts. Er zog die persische Kavallerie nach außen und dehnte ihre Schlachtlinie bis zum Zerreißen. Dareios schickte seine Sichelwagen in den Angriff, doch die makedonische Infanterie war vorbereitet. Sie öffneten ihre Reihen, schufen Kanäle, durch die die Wagen harmlos hindurchrasten und schlossen sich dann wieder. Der entscheidende Moment kam, als durch Alexanders Manöver eine Lücke in der persischen Front entstand. Ohne zu zögern formierte Alexander seine Elitekavallerie, die Hetairen, zu einer Keilformation und stieß persönlich an der Spitze direkt in diese Lücke, zielend auf das Zentrum, wo Dareios auf seinem Kriegswagen stand. Die antiken Quellen beschreiben eine Szene von chaotischem Nahkampf um den Großkönig herum. Angesichts des direkten Angriffs auf seine Person und des Zusammenbruchs seiner Leibgarde traf Dareios eine fatale Entscheidung. Er wendete seinen Wagen und floh. Sein Verschwinden löste eine Kettenreaktion aus. Das Zentrum der persischen Armee, ihres Anführers beraubt, brach zusammen. Die Nachricht von der Flucht des Königs verbreitete sich wie ein Lauffeuer und verwandelte einen möglichen Sieg in eine katastrophale Niederlage. Gaugamela war mehr als eine verlorene Schlacht. Es war die Zerschmetterung der imperialen Autorität der Achämeniden. Das Schicksal eines der größten Reiche der Geschichte wurde an diesem Tag auf dieser staubigen Ebene besiegelt. Nach dem entscheidenden Sieg bei Gaugamela lag das Herz des persischen Reiches offen vor Alexander. Sein Marsch führte ihn nun südwärts, entlang des Tigris, auf eine der größten und ältesten Städte der Welt zu, Babylon. Für die Makedonier muss der Anblick der legendären Mauern, der Ishtar-Tors und der gewaltigen Zikkurat, des Turms zu Babel, überwältigend gewesen sein. Eine Belagerung dieser Metropole wäre ein langwieriges und blutiges Unterfangen geworden. Doch dazu kam es nicht. Mazaios, der persische Satrap, der bei Gaugamela den rechten Flügel befehligt hatte, traf eine pragmatische Entscheidung. Anstatt die Stadt in eine aussichtslose Verteidigung zu führen, ritt er Alexander entgegen und bot die Kapitulation Babylons an. Die Tore der Welthauptstadt öffneten sich ohne einen einzigen Schwertstreich. Alexanders Einzug war ein Triumphzug, aber einer von kalkulierter Milde. Er präsentierte sich nicht als Zerstörer, sondern als Befreier und legitimer Nachfolger. Er befahl seinen Truppen, die Zivilbevölkerung und ihr Eigentum zu respektieren. Sein bemerkenswertester Akt war jedoch politischer und religiöser Natur. Er begab sich zum Tempel des Hauptgottes Marduk, dessen Kult von den persischen Königen Xerxes und Artaxerxes III. Unterdrückt worden war, und brachte Opfer dar. Er ordnete den Wiederaufbau der babylonischen Tempel an und bestätigte Mazaios als Satrapen unter seiner Herrschaft. Diese Geste war von unschätzbarem Wert. Sie signalisierte den lokalen Eliten im ganzen Reich, dass eine Kooperation mit dem neuen Herrscher möglich und vorteilhaft war. Von Babylon aus zog Alexander weiter nach Susa, eine weitere der 4 Hauptstädte des Reiches. Auch hier wiederholte sich das Muster. Der persische Kommandant Abulites übergab die Stadt und ihren unermesslichen Schatz
kampflos. In den Schatzkammern von Susa fielen Alexander unvorstellbare Reichtümer in die Hände. Gold und Silber, das über Generationen von persischen Königen angesammelt worden war. Dieser friedliche Vormarsch durch Mesopotamien und Elam war ein Meisterstück der politischen Strategie. Er sicherte Alexanders Rücken und versorgte seine Armee mit den nötigen Mitteln für den weiteren Feldzug. Doch diese Phase der Milde und Integration ließ niemanden ahnen, welches Schicksal die zeremonielle Hauptstadt des Reiches, Persepolis, erwarten würde. Wir erreichen nun den tragischsten Moment unserer Erzählung. Nach der Einnahme von Persepolis, dem zeremoniellen Herzen des persischen Imperiums, verbrachten Alexander und seine Armee mehrere Monate in der Stadt. Sie plünderten den sagenhaften Schatz und feierten ihren Sieg mit exzessiven Gelagen. Die antiken Historiker, insbesondere Plutarch und Diodorus Siculus, malen ein lebhaftes Bild der schicksalhaften Nacht. Im großen Palast des Xerxes wurde ein Festmahl abgehalten. Der Wein floss in Strömen und die Stimmung war ausgelassen und zügellos. Inmitten dieser Trunkenheit ergriff eine Frau das Wort: Thais, eine athenische Hetäre und die Geliebte des Generals Ptolemaios. Sie schlug vor, den ultimativen Racheakt für die Zerstörung Athens durch Xerxes 150 Jahre zuvor zu vollziehen. Die Paläste von Persepolis, so ihre Rede, sollten in Flammen aufgehen. Die Idee, angefacht durch den Alkohol und den Jubel der Anwesenden, ergriff Alexander. Er sprang auf, ergriff eine Fackel und führte eine wilde, trunkenen Prozession an, um das Feuer persönlich zu legen. Die Fackeln wurden gegen die kunstvollen Zedernholzbalken und die kostbaren Wandteppiche des Apadana und des Palastes von Xerxes geschleudert. Das Feuer breitete sich mit rasender Geschwindigkeit aus und verwandelte das architektonische Meisterwerk in ein loderndes Inferno. Doch war es wirklich nur ein spontaner Akt betrunkener Laune? Viele Historiker sind skeptisch. Die Zerstörung von Persepolis könnte auch ein Akt kalkulierter politischer Grausamkeit gewesen sein. Es war ein unmissverständliches Signal an alle verbliebenen persischen Loyalisten. Das Achämenidenreich ist endgültig vorbei. Sein symbolisches Herz ist zu Asche verbrannt. Es gibt keine Rückkehr. Die Archäologie bestätigt die Brutalität des Feuers. Ausgrabungen haben eine dicke, verräterische Ascheschicht freigelegt, die als Zerstörungsschicht bekannt ist. Die Steinsäulen sind durch die immense Hitze gerissen und gesprungen. Lehmziegelmauern wurden zu Keramik gebrannt. Dies war kein kleines, versehentliches Feuer. Es war eine gewaltige Feuersbrunst, die darauf abzielte, alles zu vernichten. Der Rauch, der in dieser Nacht von der Terrasse von Persepolis aufstieg, war der Rauch des Scheiterhaufens eines der größten Reiche der Antike. Ein Akt, der Alexanders Namen für immer nicht nur mit Eroberung, sondern auch mit einem der größten Akte des kulturellen Vandalismus der Geschichte verbinden würde. Die Nacht, in der Persepolis brannte, hüllt eines der größten Rätsel der Antike in Rauch und Schatten. Was trieb Alexander den Großen dazu, dieses architektonische Meisterwerk, das Herz eines besiegten Reiches, den Flammen zu übergeben? Die antiken Quellen selbst sind sich uneins und bieten uns drei faszinierende, aber widersprüchliche Erklärungen: Rache, Politik und betrunkener Wahnsinn. Die populärste Erzählung, die uns vor allem durch Arrian und Diodor überliefert ist die der Rache. Bei einem opulenten Siegesbankett, getränkt in Wein und Euphorie, soll die athenische Hetäre Thais Alexander angestachelt haben. Sie schlug vor, den Palast anzuzünden, als Vergeltung für die Zerstörung Athens durch Xerxes
150 Jahre zuvor. Es ist ein dramatisches Bild. Ein Festzug betrunkener Generäle und Kurtisanen, die mit Fackeln in der Hand den Untergang des persischen Symbols einleiten. Ein Akt poetischer, wenn auch brutaler Gerechtigkeit. Doch viele Historiker sehen darin mehr als nur eine spontane, weinselige Entscheidung. Sie argumentieren für ein eiskaltes politisches Kalkül. Persepolis war mehr als nur eine Stadt. Es war das ideologische Zentrum des Achämenidenreiches. Seine Zerstörung war eine unmissverständliche Botschaft an alle verbliebenen persischen Loyalisten. Das alte Reich ist unwiederbringlich vorbei. Es gibt keine Rückkehr. Alexander war nicht nur Eroberer, sondern der Gründer einer neuen Ordnung. Indem er die Wiege der alten Dynastie auslöschte, schuf er Raum für seine eigene. Er zeigte seinen eigenen Truppen, dass die Plünderung beendet und die Phase des neuen Imperiums begonnen hatte. Die dritte Möglichkeit ist die einfachste und vielleicht menschlichste: ein Kontrollverlust. Nach Jahren des unerbittlichen Feldzugs, des Stresses und der ständigen Lebensgefahr könnte der Alkohol eine aufgestaute Wut entfesselt haben. Einen Moment des titanischen Zorns, den Alexander später bereut haben soll. Einige Quellen berichten von seiner sofortigen Reue, als die Flammen emporstiegen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in einer Mischung aus allen drei Motiven. Die politische Notwendigkeit fand ihren perfekten Vorwand in der Rache und wurde durch den enthemmenden Rausch des Weins in die Tat umgesetzt. Die Zerstörung von Persepolis war somit kein einfacher Akt, sondern ein komplexes Zusammenspiel aus strategischem Denken, persönlicher Emotion und menschlicher Schwäche. Nach der Feuersbrunst verstummte Persepolis. Die verbrannten Zedernholzbalken stürzten ein, die vergoldeten Verzierungen schmolzen und die einst belebten Hallen füllten sich mit dem Sand der Zeit. Die Stadt wurde nicht wieder aufgebaut. Sie verfiel zu einer monumentalen Ruine, deren wahre Identität im Nebel der Legenden verloren ging. Für die lokale Bevölkerung wurde sie zu Takht-e-Jamschid, dem Thron des mythischen Königs Jamschid, ein Ort aus Sagen und Märchen. Fast 2000 Jahre lang schlief die Stadt unter diesem Namen. Erst im 17. Jahrhundert begannen europäische Reisende, diesen vergessenen Ort wieder ins Bewusstsein der Welt zu rücken. Der Italiener Pietro della Valle und später die Franzosen Jean Chardin und Cornelis de Bruyne besuchten die Ruinen, fertigten erstaunlich genaue Zeichnungen der Reliefs an und kopierten die seltsamen, keilförmigen Inschriften, die sie an den Toren und Palastwänden fanden. Sie erkannten die historische Bedeutung des Ortes, konnten aber sein Geheimnis nicht lüften. Diese Inschriften sollten sich als Schlüssel erweisen. Die dreisprachigen Texte von Persepolis, verfasst in Altpersisch, Elamisch und Babylonisch, boten den Gelehrten des 19. Jahrhunderts die notwendige Grundlage zur Entzifferung der Keilschrift. Forscher wie Georg Friedrich Grotefend und Henry Rawlinson leisteten Pionierarbeit und langsam, Zeichen für Zeichen, begann der Stein zu sprechen. Er offenbarte die Namen von Dareios, Xerxes und Artaxerxes und bestätigte zweifelsfrei, dass Takht-e-Jamschid die verlorene achämenidische Hauptstadt Persepolis war. Der wahre Durchbruch in der Erforschung kam jedoch erst im 20. Jahrhundert. Ab 1931 führte das Oriental Institute der University of Chicago unter der Leitung von Ernst Herzfeld und Erich Schmidt die ersten systematischen, wissenschaftlichen Ausgrabungen durch. Sie legten die gewaltige Terrasse frei, gruben den Apadana und den 100-Säulensaal aus und machten eine der wichtigsten Entdeckungen überhaupt: Tausende von Tontafeln,
die Verwaltungsarchive der Stadt. Diese als Festungs- und Schatzhausarchive bekannten Tafeln waren durch das Feuer Alexanders unbeabsichtigt gebrannt und somit für die Ewigkeit konserviert worden. Sie gaben einen beispiellosen Einblick in die alltägliche Verwaltung, die Wirtschaft und die multiethnische Gesellschaft des Perserreiches. Aus der Asche der Zerstörung stieg so ein detailliertes Bild des Lebens in Persepolis empor. Die Ruinen von Persepolis sind mehr als nur Steine. Sie sind ein lebendiges Symbol, dessen Bedeutung sich über die Jahrhunderte gewandelt hat und das bis heute tief in der kulturellen Identität des Iran und im westlichen Geschichtsbild verankert ist. Im modernen Iran ist Persepolis das vielleicht stärkste Symbol für die vorislamische Größe und das antike Erbe der Nation. Für die Pahlavi-Dynastie im 20. Jahrhundert wurde es zum Herzstück einer nationalistischen Ideologie, die die Kontinuität einer jahrtausendealten Monarchie betonte. Der Höhepunkt dieser Inszenierung war die pompöse 2500-Jahr-Feier der persischen Monarchie im Jahr 1971, die vor der Kulisse der Ruinen stattfand. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt waren geladen, um Zeugen einer direkten Linie von Kyros, dem Großen, bis zum damaligen Schah zu werden. Obwohl politisch umstritten, zementierte dieses Ereignis den Status von Persepolis als nationales Heiligtum. Auch nach der Islamischen Revolution von 1979, die eine Abkehr von der monarchischen Vergangenheit anstrebte, blieb die Faszination für die Ruinen ungebrochen. Für viele Iraner ist es ein Ort des Stolzes, ein Zeugnis der kulturellen und organisatorischen Leistungen ihrer Vorfahren. Im Westen hat die archäologische Erforschung von Persepolis unser Verständnis des antiken Persiens grundlegend verändert. Lange Zeit wurde das Achämenidenreich primär durch die Brille seiner griechischen Rivalen gesehen, als dekadent, despotisch und als die Verkörperung des orientalischen Barbaren. Die Reliefs von Persepolis erzählen jedoch eine andere Geschichte. Sie zeigen kein Reich, das auf brutaler Unterwerfung basiert, sondern ein kosmopolitisches Imperium, in dem Delegationen aus allen Teilen der bekannten Welt in Frieden und mit Würde ihre Tribute darbringen. Die Kunst und Architektur zeugen von einer raffinierten Synthese verschiedener kultureller Einflüsse: ägyptischer, babylonischer, griechischer und assyrischer Stile. Persepolis korrigiert das einseitige Bild und präsentiert uns ein Reich, das auf Verwaltung, Toleranz und kulturellem Austausch aufgebaut war. Als UNESCO-Weltkulturerbe gehört es heute der gesamten Menschheit. Seine Säulen werfen lange Schatten, die uns daran erinnern, dass Geschichte immer aus mehreren Perspektiven erzählt werden muss und dass die Echos der Vergangenheit die Gegenwart auf vielfältige Weise formen. Trotz über einem Jahrhundert intensiver Forschung bleibt Persepolis ein Ort voller Geheimnisse. Jede Antwort, die uns die Archäologie liefert, scheint neue, noch tiefere Fragen aufzuwerfen. Wir stehen in den Ruinen eines Traums und können doch nur Fragmente seiner wahren Bedeutung erkennen. Eine der fundamentalsten Fragen betrifft den eigentlichen Zweck der Anlage. War es eine permanente königliche Residenz? Eine rein zeremonielle Hauptstadt, die nur für das Neujahrsfest Nowruz genutzt wurde? Ein Verwaltungszentrum? Oder eine befestigte Schatzkammer? Die Wahrheit ist wahrscheinlich eine Kombination aus all diesen Funktionen. Doch die genaue Gewichtung bleibt unklar. Warum wurde dieser abgelegene Ort in der persischen Heimat gewählt, weit entfernt von den großen urbanen Zentren wie Susa oder Babylon? Ein weiteres großes Rätsel liegt unter der Erde, außerhalb der monumentalen Terrasse.
Die Archäologen haben sich auf die Paläste der Könige konzentriert, doch wo lebten die Tausenden von Arbeitern, Handwerkern, Soldaten, Priestern und Beamten, die diese Stadt mit Leben füllten? Die sogenannte untere Stadt ist weitgehend unerforscht. Ihre Ausgrabung könnte unser Bild von Persepolis revolutionieren und den Fokus von den Königen auf das alltägliche Leben der einfachen Menschen lenken. Dann ist da die Frage nach dem, was für immer verloren ist. Das Feuer Alexanders hat die Tontafeln konserviert, aber es vernichtete alles Organische. Wir können nur spekulieren über den Inhalt der königlichen Bibliotheken und Archive, die auf Pergament oder Papyrus geschrieben waren. Welche Gedichte, welche historischen Aufzeichnungen, welche wissenschaftlichen Abhandlungen gingen in den Flammen auf? Wir sehen die steinernen Reliefs, aber die prächtigen Textilien, die kunstvollen Holzschnitzereien und die luxuriösen Möbel sind zu Staub zerfallen. Wir kennen die Namen der Könige, aber die persönlichen Geschichten, die Briefe, die Hoffnungen und Ängste der Bewohner sind verstummt. Persepolis ist somit eine Lektion in Demut. Es erinnert uns daran, dass die Vergangenheit nie vollständig rekonstruiert werden kann. Die Ruinen sind kein offenes Buch, sondern ein unvollständiges Puzzle, dessen wichtigste Teile vielleicht für immer fehlen. Und genau in diesem ungelösten Rätsel, in dem Flüstern der unbeantworteten Fragen, liegt seine unvergängliche, mystische Anziehungskraft.